Herzlich willkommen zu den Dark Weeks des Studierendenwerks Berlin. Das ist Antje. Und das ist Irina. Wir arbeiten beide bei der psychologisch-psychotherapeutischen Beratungsstelle des Studierendenwerks Berlin. Und die Dark Weeks sind ein Kooperationsprojekt des Bereichs Kultur und Internationales und unserer Beratungsstelle. Und wir haben noch jemanden mitgebracht, Antje, oder? Genau, damit wir das nicht so alleine machen und es für euch so langweilig wird, haben wir die Labrador-Hündin Laura mitgebracht, die uns ein bisschen unterstützen wird. Und ja, wir machen so eine Art Intro-Talk, haben wir gesagt. Wir reden so ein bisschen über depressive Verstimmungen, was ist auch jetzt, was kommt noch dazu, auch mit Corona. Wir haben so ein paar Tipps zusammengestellt, da hilft uns die Laura auch noch dabei. Und ja, und dann wollen wir natürlich auch ein bisschen euch einen Ausblick geben auf das Programm der Dark Weeks, auf die ihr schon sehr gespannt sein könnt. Jetzt erst noch mal ein bisschen so zum Hintergrund, warum wollen wir das unbedingt machen oder warum haben wir auch die Dark Night letztes Jahr gemacht. Das ist so ein bisschen ja, tabuisiert immer noch, also dass es einem manchmal einfach nicht so gut geht. Es wird so ein bisschen erwartet, es muss einem immer gut gehen und dafür ist man auch selber verantwortlich und wenn es einem nicht so gut geht, dann ist man auch so ein bisschen selber schuld, weil man muss sich ja so managen, dass es einem immer gut geht möglichst. Und das ist einfach nicht realistisch, das weiß glaube ich irgendwie jeder, aber es ist immer noch so, dass man so Druck spürt, man muss das irgendwie so machen. Und darüber wollten wir sprechen und wollten auch gleichzeitig Tipps geben, wie kann man denn, wenn es einem nicht so gut geht, was kann man denn da eigentlich machen? Und ja, und wollten da einfach ein Angebot machen. Depressive Verstimmungen waren immer schon so unter den ersten 3 Plätzen, unter den Gründen, warum Studierende zu uns in die Beratungsstelle kommen. Und mittlerweile haben sie es aber auf den Platz 1 geschafft. Also es ist der häufigste Grund, warum Studierende zu uns in die Beratungsstelle kommen. Und zwar das ganze Jahr über. Also jetzt nicht nur im Winter, sondern das ganze Jahr über. Im Winter merken wir aber trotzdem nochmal besonders so Anti November, Dezember, Januar vor allen Dingen, ne, dass es nochmal so zunimmt. Ich glaube, da kommen ganz viele Sachen noch dazu. Es ist so der Start des Wintersemesters, das ist nochmal oft mit sehr viel Stress verbunden. Dann steht Weihnachten vor der Tür, was auch manchmal so sehr gemischte Gefühle hervorruft. Manche haben Angst, da allein zu sein, weil sie vielleicht nicht in ihr Herkunftsland fahren können. Andere haben Angst, zur Familie zu fahren, weil es da oft Konflikte gibt und hohe Erwartungen und so weiter. Also da merken wir schon nochmal oft so einen sehr hohen Beratungsbedarf tatsächlich. Und jetzt kommt ja noch viel mehr dazu. Jetzt kommt ja Corona noch dazu. Und ich glaube, das hat so verschiedene Aspekte. Zum einen ist dieses Online-Studium, glaube ich, eine ganz, ganz große Herausforderung. Manche sehen da auch sehr viele Vorteile dran, manche Studierende, aber es ist für viele auch eine ganz, ganz große Belastung. Also manche beschreiben wirklich, das ist wie im Knast, fühle ich mich. Ich sitze hier in meinem WG-Zimmer oder im Wohnheim und vor dem Laptop die ganze Zeit und es ist irgendwie Freizeit und Studium ist total vermischt und es konzentriert sich alles auf diesen Laptop und es ist sehr belastend. Wir haben auch viel mit Prokrastination zum Beispiel wieder zu tun, mit Einsamkeitsthemen. Dann ist es, glaube ich, gerade nochmal für internationale Studierende, aber auch für andere, die noch nicht so lange in der Stadt sind, ganz, ganz schwer unter diesen sehr eingeschränkten Corona-Bedingungen überhaupt Kontakte zu knüpfen und Freunde zu finden zum Beispiel. Ja, was ist das eigentlich so eine Winterdepression oder warum ist es im Winter oft kommt es besonders nochmal so zum Vorschein? Das hat auch, also es hat mit verschiedenen Sachen zu tun, aber auch mit dem Licht, das tatsächlich weniger ist und das führt dazu, dass es veränderte physiologische Prozesse auch sind. Also das verstärkt dann nochmal oder steigert nochmal die Wahrscheinlichkeit für zum Beispiel das Gefühl von Traurigsein. Bei manchen ist es auch so ein Gereiztsein, dünnhäutig sein, auch das Bedürfnis, sich zurückzuziehen, ein gesteigertes Schlafbedürfnis, also sich sehr müde und schlapp zu fühlen. Das führt bei vielen auch dazu, dass sie sich schlechter konzentrieren können zum Beispiel. Also das hat so können ganz verschiedene Symptome sein, die sind auch bei jedem ein bisschen anders. Und wir wollen euch jetzt mal ein paar Tipps noch geben, wie ihr gut durch diese dunklen Wochen kommen könnt, dieser Winterzeit, aber auch der Corona-Zeit. Ja, und Antje, wir haben so ein bisschen gefragt, was man auch von Hunden lernen kann an der Stelle. Und ich glaube, es gibt einige Tipps, die sind für euch jetzt nicht super neu, aber ich glaube, es ist toll, wenn wir das nochmal mit dem Hund verknüpfen, weil dann kann man sich das, glaube ich, viel besser merken, weil ich muss mir selber auch immer sagen, was eigentlich hilft. Das sind eigentlich ganz banale Sachen oft, aber ich glaube, es ist gut, sich das nochmal klar zu machen und sich das nochmal so vorzustellen. Und wir haben herausgefunden, dass man da von Hunden eigentlich ganz schön viel lernen kann, oder, in dieser Zeit? Ja, vor allen Dingen fanden wir, als wir uns so unterhalten haben darüber, fanden wir sehr interessant, dass eben, wenn man als Hundebesitzer, vielleicht ist jemand von euch Hundebesitzer, da muss man halt 2 bis 3 Mal am Tag rausgehen mit denen, egal wie das Wetter ist. Ob es regnet, ob es schneit, ob es kalt ist oder Sonnenschein ist, man muss halt einfach rausgehen. Und
weil der Hund das fordert. Und deswegen war so unser Tipp vielleicht, wenn ihr jetzt eine Online-Vorlesung habt oder ihr sitzt gerade an Hausarbeiten, dass ihr vielleicht so nach 1,5 Stunden spätestens, das ist so unsere Erfahrung, mal für 10 Minuten zumindest um den Block mal geht, frische Luft schnappt und da kommt das rein, ne, was du vorhin gesagt hast mit, da kriegt man ein bisschen Licht ab, man kriegt frische Luft ab, man hat Bewegung, also quasi 3 Sachen, die einem gut tun, damit man sich wieder ein bisschen vielleicht neue Gedanken machen kann, neue Ideen kriegt für Hausarbeiten oder sowas. Genau. Vor 17 Uhr natürlich am besten, wenn es schon wieder anfängt dunkel zu werden. Das ist richtig. Ne? Genau. Also Antje, was mir immer so auffällt bei Hundebesitzern, wenn ich das so beobachte, ich bin ja keine Hundebesitzerin, die kommen ja sofort in Kontakt. Also ich habe das Gefühl, die kennen sich überhaupt nicht, aber irgendwie kommen die sofort ins Gespräch und da geht es natürlich meistens um den Hund, aber das ist für die, irgendwie macht es einem das fast leichter, oder? Wie ist es bei dir? Es ist leichter. Also man kommt viel leichter ins Gespräch, weil, glaube ich, die Angst nicht so hoch ist. Und ich glaube, das ist so, dass wir Menschen haben ja oft sehr viel Angst, überhaupt jemanden anzusprechen oder überhaupt mit jemandem in Kontakt zu kommen. Und deswegen hatten wir uns ja auch überlegt, was können wir denn da lernen, ne? Von Lora auch, weil die ist ja so unmittelbar, ne? Wenn sie was will, dann stupst sie einen an oder ne? Kommt schwanzwedelnd auf einen zu und freut sich und zeigt das auch so. Und wir hatten dann so überlegt, ob es nicht darum geht, auch, dass ihr zum Beispiel jemanden einfach anrufen könnt. Ich glaube, wir Menschen sind sehr dabei, immer uns zurückzunehmen und zu sagen, Mensch, ne, vielleicht hat er was vor schon oder ich will jetzt nicht da anrufen, der hat schon so viele Freunde. Und es geht, glaube ich, darum, einfach in Kontakt zu gehen, weil ich glaube, es geht ganz vielen Leuten so. Das erleben wir zumindest in der Beratungsstelle, dass ganz viele Leute zu uns kommen, studieren und sagen, ich traue mich nicht anzurufen, weil die Leute haben schon alle ihre Freundeskreise, ihre Festen. Und ich glaube, jetzt gerade in der Zeit ist es so wichtig, in Kontakt zu kommen. Ja. Also du würdest sagen, man kann da vom Hund lernen, einfach nicht so sehr viel bei der anderen Person zu sein, sondern eher bei sich, was ist mein Bedürfnis, auf andere zuzugehen, Initiative ergreifen, einfach machen, nicht so viel nachdenken, einfach machen. Das ist ja beim Hund auch so. Ne? Also die denken ja nicht groß nach, soll ich da jetzt irgendwie auf wen zuhüpfen oder nicht, das machen die ja einfach. Also davon kann man, glaube ich, schon sehr viel lernen, dieses Unmittelbare, wie du sagst. Also einfach machen, weil ich glaube, soziale Kontakte, wir sind soziale Wesen und das ist unser Lebenselixier. Ich glaube, das ist natürlich sehr eingeschränkt in dieser Zeit, aber das ist ja nicht weniger wichtig, im Gegenteil. Und es gibt ja noch Sachen, die man zusammen machen kann, ne? Also draußen sein. Genau. Und wenn man zum Beispiel, wenn ich mit Lora rausgehe, dann fällt mir auch auf, die nimmt ja unmittelbar Sachen auch viel mehr wahr. Also die kaut zum Beispiel stundenlang auf einem Holzstück rum. Jetzt sollt ihr nicht stundenlang auf einem Holzstück rumkauen, aber vielleicht mal wahrzunehmen, was haben wir gerade für einen goldenen November? Ne? Die Blätter, sammelt einen Blätterstrauß, lauft durch einen Laubhaufen, verteilt den auf der Wiese wieder. Guckt euch die Natur an, nehmt sie mal wahr, was riecht ihr, was seht ihr, was hört ihr gerade? Also so Sachen, die, glaube ich, die Hunde nehmen das viel, also ne, die sind so, jetzt hier im Augenblick will ich gerade schlafen oder will ich gerade schnuppern. Schnuppert mal. Also seid neugierig. Irgendwie. Genau, seid neugierig. Nehmt mal einfach ganz bewusst wahr. Genau, also was manchmal Klienten und Klientinnen ja auch berichten, dass es ihnen manchmal total gut tut, nochmal zu überlegen, was habe ich als Kind eigentlich gerne gemacht und was ist davon vielleicht noch möglich? Also habe ich vielleicht nochmal Lust, einen Drachen steigen lassen zu gehen oder was zu basteln oder irgendwie sowas. Ne? Also da kann man ja auch wieder Ressourcen finden, die jetzt quasi kompatibel sind mit dieser Lockdown-Light-Situation. Was mir auch auffällt, ist, dass ich manchmal total, also zum Beispiel vor 2 Tagen hatte ich einen Videocall mit 2 Freundinnen aus 2 verschiedenen Städten und ich habe total danach das Bedürfnis zu sagen, Mensch, das war total schön und vielen Dank und denen ging das auch so, es kam dann fast zeitgleich eigentlich die Dankesnachricht an. Das ist ja auch so ein bisschen wie das Schwanzwedeln vom Hund, Mensch, so ich freue mich über diesen Kontakt, irgendwie das hatte ich vorher nie so sehr, das fällt mir auch nochmal auf und das ist manchmal auch, mache ich nochmal ganz bewusst, dass wenn ich mit jemandem so digital im Kontakt bin, jetzt über einen Videocall zum Beispiel, dass ich, glaube ich, fast noch mehr die Tendenz habe, auch noch mal mehr von mir zu zeigen, um auch diese Distanz des Digitalen auch zu überbrücken, also einfach auch mehr von mir zu sagen, wenn es mir nicht gut geht zum Beispiel. Und es tut total gut. Also ich glaube, da kann man sich ein bisschen mehr trauen auch vielleicht. Oder es tut zumindest oft ganz gut, sich sowas zu trauen.
Und wir hören das auch in den Beratungen, dass die Studierenden eher, wenn sie mit jemandem sprechen, vielleicht intensiver sprechen oder andere Themen auch ansprechen. Und uns geht es ja ähnlich. Wir beraten ja auch am Telefon zum Beispiel, wenn jemand nicht zu uns kommen kann oder es ist ja nur eingeschränkt möglich. Und trotzdem finden am Telefon ganz intensive Gespräche statt. Weil obwohl diese Entfernung da ist, kann manchmal sogar dann trotzdem was intensiver stattfinden. Also es braucht nicht unbedingt die Nähe. Also wenn ich die Lora jetzt so angucke, das ist ja auch so ein sehr gemütlicher Hund. Die macht sich ja irgendwie auch gemütlich. Wie macht die sich das gemütlich? Wie ist das so bei Hunden? Kann man da vielleicht auch noch irgendwas draus lernen? Ja, also was sie ja macht, ist, dass sie zum Beispiel, wenn sie ihr Körbchen da nachts oder wenn sie abends zum Schlafen gehen, dann dreht sie dann sich ein paar Mal rum und zupft da noch ein bisschen und zupft da, sodass es gemütlich ist. Und dann sind wir drauf gekommen, ja, vielleicht ist es auch gut, wenn wir oder ihr euch es gemütlich macht, weil wir hören oft auch in den Beratungen, ja, das ist mein Zimmer, da schlafe ich nur, ansonsten mache ich da nichts. Ich halte mich in der WG, in der Küche auf oder sowas, aber das Zimmer ist nicht so wichtig. Ich finde, das Zimmer ist schon wichtig. Also ich finde, das sollten wir vielleicht auch von den Hunden. Es ist wichtig, dass wir einen Rückzugsort haben, wo wir mit nicht viel Aufwand es uns gemütlich machen können. Also da braucht man auch kein großes Budget dafür, um sich etwas gemütlich zu machen. Vielleicht was umzugestalten, ein paar Lichter aufzustellen, sodass man es schön zu Hause hat. Weil das ist ganz wichtig, dass es einem gut geht zu Hause auch. Und oft ist es ja schon da, ne? Manchmal hat man ein Plakat von irgendeiner Ausstellung, das ist noch zusammengerollt im Zellophan irgendwie und eigentlich muss man das noch aufhängen. Also man muss noch nicht mal Geld investieren. Also ich glaube, das ist ja manchmal so einfach, ne? Ja. Irgendwie. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, weil was wir gehört haben in dem ersten Lockdown ist auch, wenn die Leute sehr viel Zeit zu Hause verbringen und man dann nur die WG hat, dann geht die WG einem manchmal auch auf den Senkel. Und dann ist es wichtig, dass ich mal in meinem Zimmer für mich sein kann. Da entstehen ja manchmal auch ganz schöne Konflikte, ne? Das hatten wir ja auch schon in Beratungen, dass es da manchmal auch hoch hergeht. Also wir haben auch so ein bisschen überlegt, was ist eigentlich gut an dieser Zeit? Das ist ja nicht allzu viel. Das ist im Moment eigentlich hauptsächlich alles ganz schön schlecht. Und trotzdem ist es ja manchmal überraschend, so was du auch berichtet hast so aus Beratungen, dass manche sogar sagen, ja, aber jetzt läuft hier im Außen sowieso nicht so viel und jetzt schreibe ich tatsächlich auch mal eine Hausarbeit, die ich schon länger aufgeschoben habe oder kann mich mal auf andere Sachen konzentrieren oder vielleicht auch noch mal mehr so nochmal überlegen, nochmal innehalten, nochmal, ist es wirklich das Studium, was ich machen will oder diese Gedanken, die ich oft weggeschoben habe, will ich wechseln oder bleibe ich jetzt dabei? Da setze ich mich jetzt nochmal intensiver mit auseinander oder irgendwie, ne? Das ist ja manchmal auch so eine Zeit, wo man wirklich nochmal, wenn im Außen alles so relativ still ist, man nicht so viel machen kann, da auch nochmal ganz bewusst auch bei sich gucken kann, wo stehe ich, wo möchte ich hin, was ist mir denn eigentlich wichtig? Ja, oder auch, also was viel in den Gesprächen ist auch so dieses, ich muss jetzt nicht mehr rausgehen. Ne? Der Anspruch ist ja oft, ich bin jung, ich muss was erleben, ich bin in Berlin, also muss ich ganz viel von dieser Stadt mitnehmen. Und im Moment geht das nicht, ne? Weil alles nicht offen hat, ich keine Freunde einfach so treffen darf oder viele Freunde. Und dann auch, da gibt es so eine Entlastung, ich muss gar nicht rausgehen. Ne? Es gibt manche Menschen, die sogar sagen, Mensch, das geht mir gar nicht so schlecht, weil jetzt habe ich nicht mehr den Druck. Ich müsste jetzt Leute treffen, sondern es ist ganz okay. Ich fühle mich eigentlich gar nicht so schlecht, mal alleine zu sein. Genau, das ist uns so aufgefallen als vielleicht Positives, was es gerade ist. Und vielleicht ist es auch eine ganz gute Überleitung, was wir natürlich hier in diesem Festival noch über die Wochen euch alles anbieten, damit ihr trotzdem ein paar Ideen kriegt. Irina, du hast, glaube ich, ein bisschen noch ein paar Informationen, was alles laufen wird. Ja. Also und es ist so viel und so vielseitig und ich glaube, es ist wirklich für jeden was dabei. Ich zähle das jetzt nicht alles auf, weil das sprengt, glaube ich, hier den Rahmen. Aber wir haben so ein bisschen versucht, einzelne Sachen, die jetzt, glaube ich, gerade besonders gut und wichtig sind, aufzugreifen. Das eine ist Bewegung, also um da ein paar Beispiele zu nennen, da gibt es Yoga, es gibt eins, das heißt Move Your Body, Free Your Mind. Es gibt den Office Workout, also welche Übungen kann ich auch am Laptop zum Beispiel machen.
Es gibt das autogene Durchschütteln, finde ich auch einen ganz tollen Titel. Dann Kontakte knüpfen, haben wir ja schon gesagt, ist was ganz, ganz Wichtiges, gerade in dieser Zeit. Und das ist nur eingeschränkt möglich. Also gerade wenn ich neu bin in der Stadt und jetzt nicht so viele Möglichkeiten habe, gibt es das digitale Friendship Speed Dating. Also das heißt, ich kann im sicheren digitalen Raum auch neue Leute kennenlernen und dann auch Kontakte austauschen und mich mit denen auch im echten Leben sozusagen live treffen. Also kann da Kontakte knüpfen. Dann sind es auch ganz konkrete Tipps auch dabei, also zum Beispiel, wie kann ich mich gut strukturieren, wenn ich Sachen schreiben muss, jetzt im Online-Semester, oder was ich auch sehr wichtig finde, Digital Detox, also wie gehe ich eigentlich um mit dieser ganzen Informationsflut, auch zu Corona und so weiter, wie gehe ich damit um, dass mich das nicht so völlig überflutet, dass ich trotzdem noch gucke, dass es mir gut geht, dass ich gut durch den Alltag komme. Dann haben wir auch so Workshops, also Live-Workshops, die zu einem bestimmten Zeitpunkt stattfinden, wo ich auch nochmal, also das kreative und therapeutische Schreiben zum Beispiel, Dankbarkeitsworkshop, es gibt einen Workshop Embrace Yourself, da geht es um Selbstwertaktivierung, also so verschiedene Workshops, wo ich auch nochmal so ein bisschen reflektieren kann, dieses Zurückzuziehen, reflektieren, zu gucken, wo stehe ich, was tut mir gut, was ist wichtig. Dann gibt es so ein bisschen, ja, Balsam für die Seele, sage ich jetzt einfach mal, dieses digitale zusammen singen. Singen ist im Moment ja quasi ein No-Go in dieser Pandemiezeit und im digitalen Raum kann man da sozusagen die Sau rauslassen, da freue ich mich schon besonders drauf. Genau, dann was zum Nachkochen ist dabei, was auch, glaube ich, sehr wichtig ist, ich merke das oft, also ich glaube, wer im öffentlichen Nahverkehr unterwegs ist, der spürt nochmal ganz besonders die Anspannung auch in dieser Stadt, wie aggressiv das manchmal ist oder manchmal noch nicht mal aggressiv, aber einfach so angespannt einfach, so die Atmosphäre, und ich glaube, dem kann man sich fast nicht entziehen. Das beeinflusst einen irgendwie und deswegen haben wir bewusst noch mal ein paar Sachen reingenommen. Das sind auch Videos, die ihr euch immer wieder angucken könnt zur Entspannung, so verschiedene Sachen. Dann ist, was natürlich auch ganz, ganz eingeschränkt ist im Moment, ist kulturelle Erlebnisse. Es gibt zum Beispiel auch 2 Performances, die mir jetzt spontan einfallen, also von der Christine Zeit, das ist zum Beispiel eine dabei, die letztes Jahr auch bei der Dark Knight war, da sind wir schon gespannt. Genau, also da könnt ihr sogar Kultur erleben. Ich habe jetzt bestimmt was vergessen, aber es ist einfach so als kleiner Überblick, es gibt wirklich sehr viel und es sind eure Dark Weeks und macht was daraus, dass ihr gut durch diese dunklen Wochen kommt. Ja, und ansonsten können wir sagen, wir sind da. Also nicht nur Antje und ich, sondern das ganze Team der psychologischen Beratungsstellen. Also das heißt, ihr könnt euch melden für einen Termin, wenn ihr quatschen wollt mit jemandem, der nicht mit euch verwandt ist oder mit dem ihr nicht befreundet seid, und um nochmal was zu sortieren oder nochmal irgendwie zu gucken, wenn es einem nicht so gut geht. Ihr könnt Termine telefonisch oder per E-Mail vereinbaren. Wir machen auch Live-Beratungen, das ist ein bisschen eingeschränkt wegen den Hygieneauflagen, aber die finden auch statt. Sehr viel beraten wir auch telefonisch. Genau. Ach ja, ich habe noch was vergessen, Entschuldigung. Ja. Es gibt Preise zu gewinnen. Unter allen, die teilnehmen am Festival, gibt es Preise zu gewinnen. Und ja, also ich finde jetzt nicht, dass das ein Grund ist, da mitzumachen. Ich finde, es gibt noch ganz viele andere Gründe, aber es ist noch ein zusätzlicher Grund. Und jetzt wünschen wir euch erstmal ganz viel Spaß und kommt gut durch diese Wochen und vor Bleibt allem gesund. Bleibt gesund. Ja. Ja, Antje, wir wollten die Lora ja eigentlich dieses Jahr schon einsetzen als Therapierin. Richtig. Genau, eigentlich wollten wir eine Gruppe anbieten, aber leider kam uns die Pandemie dazwischen, sodass wir jetzt überlegen, die vielleicht im nächsten Frühjahr mit in eine Gruppe zu nehmen und eine Therapie-Hund-Lora-Gruppe anzubieten. Genau. Und damit sind wir das erste Studierendenwerk, das tiergestützte Therapie anbietet. Richtig. Und bei Einzelklienten hat sie ja auch schon dabei. Genau, ne? genau. Und das hat wirklich eine sehr schöne Wirkung, das lockert es auf und manchmal fängt Lora halt auch Stimmungen auf. Das ist eine sehr große Bereicherung. Mhm.